So, hallo zurück zum zweiten Kapitel von Alan Wake, dem ersten. Ich hoffe, wir haben hier den Punkt erwischt, wo wir gleich wieder einen schönen Vorspann der zweiten Folge zu sehen kriegen. Wir werden es sehen. Previously on Alan Wake. I came to Bright Falls with my wife, Alice. Thank you for coming here with me. I thought maybe you could write here. I don't want to hear it. God damn it, Alice. Now, she's missing. Alice? Alice? I woke up behind the wheel of a crashed car. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men straight from a nightmare. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at. But the cabin had disappeared. Okay, ein bisschen Vorgeschichte. Honey, I'm home. Back here, sweetie. How was it? Worst weather I've ever seen. You should put some coffee on. It'll warm you up. Okay. Ich weiß nicht, ob alle New Yorker Bewohner von schicken Wohnungen sich ihre New York Fotos an die Wände hängen, aber Alan Wake jedenfalls tut es. Gucken uns erstmal ein bisschen um, bevor wir genau das machen, was Frauchen uns sagt. Hier ist offensichtlich mein Arbeitszimmer und da haben wir auch wieder einen QR-Code. Ich stelle mich mal gleich wieder für ein paar Sekunden passend hin. Erstmal gucken wir meine Bücher an. Was habe ich denn so geschrieben? Erster Band, The Fall of Casey. Zweiter Band, The Things That I Want. Dritter Band, Alex Casey. Vierter Band, What I Can't Forget. Fünfter Band, Return to Sender. Meine Alex Casey Thriller. Also nicht meine, aber die von Alan Wake. Und der bin ich ja hier. Und einen tollen Preis habe ich auch bekommen, der ein bisschen aussieht, als käme er von der Internationalen Hitman Association. So, für alle, die sich dafür interessieren, haben wir hier den QR-Code. Man kann ja das Video anhalten und den mal scannen und gucken, wo man dann hinkommt. Und hier ist auch wieder eine Manuskriptseite. Das passt jetzt nicht ganz in die Handlung, wenn es das ist. Nee, eigentlich sollte ich die Manuskriptseiten ja erst in der aktuellen Handlung finden und nicht in der Vorvergangenheit von vor 3 Jahren. Aber okay, wenn das Spiel das so entschieden hat, das Design, dann lesen wir auch diese Seite. Was haben wir denn hier? The Sudden Stop 1 und 2, habe ich gleich 2 Seiten bekommen. It's true what they say about the fall and the sudden stop at the end. I'd lain here in the snow while the lurid chain of scenes that had led me here kept playing in my head. A rerun of my own private snuff movie. A memory of my corpse. Alone at my own wake. Thinking in metaphors again. The femme fatale was gone. Only a sour taste remained of the kiss that killed me. Zweite Seite. This was a late goodbye. 13 years after I'd gotten my revenge, it had finally caught up with me. It had been a long time to bear the pain. My blood painted the snow red. The gruesome slushy dissolved all the scattered painkillers and leisurely dripped down to the sewer, mingling with the bile of the city, becoming one with it. I can see them now, my wife and my baby. Honey, I'm home. Ich habe mir sagen lassen, Honey, I'm Home, mit dem auch dieses Kapitel anfängt, ist auch wieder ein Zitat aus Max Payne. Max Payne kommt nach Hause, sagt Honey, I'm Home und findet dann aber nicht sein Zuhause, wie er es sich wünscht, sondern er findet es zerstört und seine geliebten Menschen getötet. Ich habe es aber nie gespielt, ich kenne es nie aus eigenem. So, Alan Wake schreibt offensichtlich im Stehen, denn einen Stuhl sehe ich hier nicht.
Die beiden Kapitelchen, die wir da gerade gelesen haben, die beiden Seiten, bringe ich jetzt in der Handlung, die wir bisher gespielt haben, noch nicht recht unter. Aber wir werden sehen, wo es hinführt. Gucken wir uns mal in der Wohnung ein bisschen weiter um. Hier ist das Badezimmer. Und ja, was uns Europäern erstmal nicht so auffällt, was ich erst weiß, seit ich ein paar Videos über amerikanische Verhältnisse gesehen habe, eigentlich in jeder Stadtwohnung, in der es eine Waschmaschine gibt, gibt es in den USA auch einen Wäschetrockner. In der Regel direkt oben drauf. Nur hier offensichtlich nicht. Alan Wake hat offensichtlich eher europäische Wurzeln. Vielleicht schlagen da die finnischen Wurzeln von Alan Wake durch. Ich bin sicher, ein original amerikanischer Game Designer, der jetzt hier eine Wohnung zu entwerfen gehabt hätte, der hätte auf diese Waschmaschine auch einen Trockner draufgestellt. Schlafzimmer und wieder ein Radio. Da werden wir jetzt aber hoffentlich nicht Pat Main hören in Bright Falls, sondern irgendwas anderes. Schauen wir mal. Hoffentlich nicht Musik, sonst muss ich ganz schnell wieder abdrehen. The continuing freezing rain and heavy snowfall have necessitated a winter storm warning in the entire tri-state area. People are advised to stay indoors as many roadways are already closed, and city officials are not expecting snow crews to keep up with the weather. We're now on the third day of the blizzard, and the weather is not expected to clear up anytime soon. Okay, schlechtes Wetter in New York. Bett ist noch nicht gemacht. Was sind denn das hier für Zustände? Begehbarer Kleiderschrank wahrscheinlich. Ja, wenn auch ohne Kleider. Aber sowas in der Art soll das hier wohl sein. So, hier arbeitet Honey an Fotos. Da ist auch eine Thermoskanne. Die sammeln wir später ein, eine Thermosflasche. Unser Living Room. Und wir haben einen neuen Fernseher bekommen. CCTV. 32 LLSD 5200. 32 ist bestimmt die Bildschirmdiagonale. Das war damals noch was, vor 12 Jahren oder 13. Da war das der ultimative Luxus, ein 32 Zoll Fernseher, der dann hier hinkommt. Noch mehr Bücher, aber da können wir, glaube ich, nicht einen Titel erkennen, außer da oben The Snowy Hills. Und noch mehr New York-Ansichten. Ich nehme jedenfalls an, dass es New York ist. Und hier ist die Küche. Wir sollen den Coffee Maker, sprich die Kaffeemaschine, anmachen. Typisch amerikanisch großer Kühlschrank. Das immerhin stimmt. Und hier hätten wir den Coffee Maker. Coffee's on. Great, thanks. I'll need it if I'm gonna finish this by tomorrow. Go to Alice. New Yorker Straßenansichten. Oh, hey, Yes. I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Oh, really? Well, you seemed to think so last night. Wir möchten hier nicht weiter ins Detail gehen, aber auf meinem Schreibtisch offensichtlich sind Cover-Entwürfe für den Roman. Und im Prinzip hätten wir einen Durchgang, aber wir wollen halt nicht immer genau gucken, was der andere macht und tut. Deswegen ist er jetzt mal geschlossen. Jeder hat sein eigenes Reich. Komisch, auf dieser Seite ist keine Tür. Wo führt bitte diese Tür dahin? Da ist eine Tür. Ja gut, hier zwischendurch ist Raum. Okay, vielleicht ist hier ein Abstellraum für allerlei Technik, was sie als Fotografin ja wahrscheinlich brauchen könnte. Gut, da habe ich keinen Zugang zu. Da sind die Cover-Mockups. These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. The last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Oh, es ist übrigens The Sudden Stop.
I'm right here. I'm on it, honey. Please hurry! So, das habe ich mir noch nicht gesehen, wo denn der Sicherungskasten ist. Und sie mit ihrer Angst im Right here, Dunkeln. I'm fine, I'm fine. Just Da, get the lights back on. Now, please. bitteschön, sehr gern. Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Gut, Alice. Zum Glück haben wir immer eine Taschenlampe griffbereit. Hi. You okay? I'm sorry. It just really spooked me. Don't worry. We'll just break out the candles. I know it's stupid, but it's just... Especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Tell me a story, writer. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you, too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this. Und jetzt sind wir wieder in der Gegenwart und in Bright How Falls. do you feel, Mr. Wick? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wick, how are you feeling? I'm okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Well then, Mr. Wick, we're done here. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, you should come see me. I'll let you get on with it then. Sarah, Sheriff Breaker, is waiting for you. She's very good at her job. I'm sure she can locate your wife in no time. Doc Nelson was the image of a small-town doctor. Sheriff Breaker had called him to the station to take a look at the cut in my head. Und er ist ein Angler. I'm sorry you had to cut your morning fishing short for this, Doc. Oh, she's a beauty, ain't she? Not the biggest I ever caught, if you can believe that coming from an old fisherman like me, but she's right up there. Now, she's a largemouth bass, which is what you're after if you prefer a lure. Now, if you want either trout or salmon, on the other hand, then it's fly fishing for you. You a fishing man, Mr. Wake? Oh, doesn't really matter, I suppose. But it can be very relaxing out there. You can't get me off the water this time of year. Closest thing to heaven. I'll take your word for it, Doc. Okay, unser Doktor kam vom Angeln. So sah, ne, nicht mein allererster PC aus, aber vielleicht mein zweiter oder dritter. Sogar schon eine kabellose Maus und eine kabellose Tastatur. Jo, ich gehe auch gleich zum Sheriff. Erstmal gucke ich mir diesen Konferenzraum noch ein bisschen an. Ein ordentliches Gefängnisfahrzeug haben sie da draußen. Eine braune Minna sozusagen. You're good to go, Mr. Wake. Sarah's probably waiting for a chance to talk to you. Okay, dann gehe ich mal zu Sarah. Und die Beamtenpalme darf nicht fehlen. Bright Falls Sheriff. Die Karte stimmt, glaube ich, sogar so einigermaßen. The sheriff wanted to see you in her office. Zeigt in etwa die Schauplätze, die wir im Verlauf des Spiels alle besuchen werden oder schon besucht haben. Sheriff Station. Sarah ist da hinten, aber was haben wir denn hier? Testing the lights, Miss Weaver. Everything seems to be fine. I don't have the luxury of being complacent, Deputy Grant. The bulbs will need changing soon. You can't change them in the dark.
I'll be sure to take care of it, Miss Weaver. Have a nice day now. Miss Very good. Weaver. I'll come back later on to remind you, just in case. Die Lamp Lady. Mr. Wake, the sheriff is waiting for you in her office down the corridor. Vielen Dank. That was Cynthia Weaver. I guess you can call her the town eccentric. She used to be the editor of the local newspaper, but she's focused on, other things these days. She'd fit right in where I come from. As you can see, she's a little obsessed with maintaining the light bulbs of the whole town, refuses to step on shadows, things like that. Back in her day, she wrote about all sorts of weird things in the paper. Bright Falls has a colorful history. Of course, what small town hasn't? Okay. Immerhin, wir haben ein bisschen was über Cynthia Weaver erfahren. Oh, hier blinkt was, nämlich eine Thermoskanne. Oder Flasche. Und noch eine Manuskriptseite. Alice sees a shadow. Alice looked through the viewfinder, lining up the shot. Cauldron Lake was breathtaking. Something caught her eye. A figure standing in the shadows behind the cabin, like a thin woman in a black dress. She lowered the camera and looked again. No one there. Just a collection of bushes that looked vaguely human-shaped. She shook her head and laughed. Das ist möglicherweise passiert, kurz bevor Alice dann verschwand. Bevor wir gelaufen kamen, um sie in der Hütte vielleicht noch irgendwie anzutreffen und ihr zu helfen, hat sie da fotografiert und durch den Sucher der Kamera etwas gesehen. Ansonsten, hier ist noch was. Was ist das? Yeah, it's Mulligan here. I'm at Stucky's gas station with Thornton. There's no sign of him. Over. Wait. Yeah, this is Thornton. Look, we've located the brake float. It's here. That's some good news, right? Stucky was supposed to be driving it at the rehearsal today. Over. Oh, give me that. Mulligan here. Looks like someone really thrashed the garage. Over. Okay, roger that, guys. Keep looking for Stucky. Jane's out. Okay, zwei Polizisten offensichtlich haben sich über die Tankstelle von Stucky und was sie da gefunden haben unterhalten. Haben wir ein bisschen den Funk abgehört. Hier kommen wir noch The nicht durch. sheriff wants to see you in her office, Mr. Wake. Thank you. Was hast du hier so? Kein Kaffee vielleicht für mich? Okay, gehen wir zum Sheriff oder zur Sheriffin. Missing, eine Katze. Wo geht's hier hin? Nirgendwo hin. Gut. Missing. Eine Katze und verschiedene Leute. Have you seen this man? Disappeared on 6/20/07. Identifying features knack for winning contests. Er ist besessen davon, Wettbewerbe zu gewinnen. Den kennen wir aber nicht. Vielleicht sind das irgendwelche kleinen Hommagen an die Entwickler. Die fehlen auch alle. Richard Baugh oder Buff, Bruce Dansky, Jacob Miller on a camping trip. Overdue. Haven't been in contact. If you have seen them or know their whereabouts, please call. Thank you, exit. Kennen wir alle nicht. Wir verschwinden offensichtlich Leute in der Wildnis. Auch hier gibt es einen Sicherungskasten und einen Schrank. Und hier geht es zu Sarah Breaker, Sheriff. Come in, Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. Schönen Dank. Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd lock me up. Excuse me. I need to take this. Hello?
Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Lover's Peak. Midnight. Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. Okay. Ich lasse den Sheriff hier erstmal warten und gehe auf den Hinterhof, zu dem ich hier schon rausgucken kann, um das zu finden, was der Anrufer für mich da hinterlassen hat. Ach, Reed bezog sich hier auf die Verhandlungsplakate oder die vermissten Meldungen. Mr. Wake, can I help you with anything? I need to get some air. The sheriff said I could go out back. Of course, Mr. Wake. You can get there through the cell corridor. Just don't mind Walter in there. He's one of our regulars. I thought he'd quit drinking for good. Oh, no such luck. He went on a bender and beat Danny pretty badly. He started shouting like that the moment he woke up. Tja, Doktor. You can get to the back lot through that door and down the corridor, Mr. Oh, hier Wake. ist jetzt offen. Hey, mister! Hey, can you turn the lights on? The deputies, they don't understand. They won't listen to me. I need it to be bright in here. Na gut, den Gefallen tun wir ihm. Da ist auch ein Fernseher. Thank you, man, thank you. Hey, you're all right. You're a good guy. Don't let anybody tell you different. You know, I shouldn't even be in here. The cops, they got it all wrong. See, sure, I beat him up, but I wasn't drunk. I mean, I wasn't drunk at the time. I only got drunk afterward. Okay, listen. You gotta listen carefully now. Here's the kicker. That wasn't Danny. No, sir. It only looked like him. You wanna know who it really was? I'll tell you who it really was. It was a goddamn space alien! I know it sounds like something a drunk would say, but believe me, I wasn't drunk then. Okay, leg dich mal ein bisschen hin, mein Freund. Offensichtlich hat er auch Erfahrungen gemacht mit Vorkommnissen, die nicht seiner Alltagswahrnehmung entsprachen. Am Skript. Da sollte es einen schnelleren Weg hingeben. Vielleicht gibt es auch einen, aber ich habe ihn noch nicht gefunden. The dark presence in the diner. In spite of its human mask, to describe the dark presence as intelligent would have implied human qualities on something decidedly inhuman. Nonetheless, it found the one spot in the diner that was dark enough. Some light spilled into the corridor, ravaging it. But it took the pain. Horrible as it was, the writer would soon fix that. He would be coming to the one place where it still had power. Wir haben im Diner seinerzeit diese merkwürdig schwarz in Trauerkleidung gehüllte Dame getroffen, die uns den Schlüssel für die Cabin gegeben hat, die eigentlich nicht mehr existiert. Ist das hier eine Beschreibung dessen, was wir da gesehen haben, quasi aus der Sicht der Dark Presence. Und die Dame war sozusagen die Vertreterin der Dark Presence, die sich im einzigen dunklen Spot im Diner uns präsentiert hat, dort unter einigen Schmerzen auf uns gewartet hat. The early morning light hurt my eyes and made my head ache. The man on the phone had said, go through the fence on the left. Durch diesen Zaun da. Da ist auf jeden Fall wieder eine Thermosflasche und einmal ein Radio, wo wir hoffentlich Pat Main wieder hören. Well, folks, it's been another long night, and it's about time for me to sign off for a while. God knows I need my beauty sleep. Just one more item before I go. It's been a busy night for the sheriff's department. We've had a few broken
broken windows, even a report of shots fired on Main Street. Deputies Mulligan and Thornton had to deal with two intoxicated young men who were celebrating the completion of their Deer Fest float. Now, folks, we get this every year. I know it's exciting, the big day's almost here, but let's save it for the party and leave the gunplay for the shooting competition, huh? There's no point in getting all worked up yet. Okay, gute Nacht. The caller had told me to Batman. find a hole in the fence behind the police station. There was something for me in an abandoned car. Auch Junker genannt. Da. So, ich muss ja Kletterübungen absolvieren. Die sind so gerade noch im Rahmen des Möglichen für eine Schreibtischexistenz. Da liegt noch ein Manuskript. Da geht es eine Leiter auf. Aber im Moment geht's nicht. Pick up Manuscript Page. Wake at Lover's Peak. The kidnapper fired his gun one last time, and the shadow vanished into the darkness it had come from. See? Nothing to it, Wake. The thought of Alice in his hands was revolting. We stood on the wooden platform of Lover's Peak, the waterfall on the mountain behind us, the lights of the radio mast blinking red in the heights above. I fought with the urge to take a swing, force myself to speak. Let's cut the act now. Where's my wife? Ich glaube, das deutet voraus auf etwas, was wir noch erleben werden. Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. Barry? Ow! Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. Oh, I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Ow! What the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. Okay, Barry ist da, jetzt wird alles gut. Wo sind wir hier hingekommen? Da durch diese Tür. Okay. Werden noch ein paar Worte mit dem Sheriff wechseln. Oh, was jetzt? A writer is a light that reveals the world of his story from darkness, shapes it from nothingness. The way a sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop, the world I'm making dies. Darkness will reclaim it. It's a long, hard journey into the dark. Alice's life is at stake, but I can't think about that, or I'll lose it. The dread lingers at the edge of perception. I'll push on. Anything is possible here. I'll write the story. I'll save her. Aha. So, ich fasse mal zusammen, was vielleicht noch beim ersten Durchspielen ein wenig verwirrend ist. Uns fehlt eine Woche, die wir irgendwo verbracht haben, und wir wissen nicht wo. Die Woche lag zwischen unserem Sprung in den See und unserem Wiedererwachen in dem geschrotteten Auto. Nachdem wir in diesem Auto wieder wach geworden sind und uns auf den Weg zum nächsten Ziel gemacht haben, sind uns vermehrt Manuskriptseiten vor die Füße gefallen, die von uns geschrieben wurden und die das Geschehen beschreiben, das sich gerade rund um uns ereignet, in dem wir ein Teil sind, von dem wir auch nicht wissen, wann und wie wir das geschrieben haben. Könnte es sein, dass die eine Woche, die uns fehlt, die wir irgendwo verbracht haben, wir wissen nicht wo, mit dem Schreiben dieses Manuskripts etwas zu tun hat? Und hier wurde gerade gesagt, dass wir ein Manuskript schreiben, um Alice zu befreien, um unsere Frau wieder sicher an unsere Seite zu bringen. Haben wir in einem anderen Ort erfahren, dass wir mit unserem Schreiben die Realität verändern können und uns dort dann vorgenommen, die Geschichte jetzt so zu schreiben, dass Alice wieder heil zu Hause ankommt. Und sind wir dann gerade in dieser Realität, die wir da geschrieben haben, und vollziehen die Handlung, die wir vielleicht dort geschrieben haben. Auf jeden Fall hat das doch irgendwas miteinander zu tun. Und irgendwie hängt das doch miteinander zusammen. So viel, glaube ich, kann man sagen, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Und hier ist auch ein schöner Punkt für einen kleinen Cliffhanger, denn hier ist gerade die halbe Stunde rum.
unser Freund hier während der in tiefen Schlummer gefallen ist und unsere tiefgründigen Gedanken nicht hat mitverfolgen können. Hier sehen wir uns gleich wieder, wenn wir hier rausgehen und dem Sheriff nochmal unsere Aufwartung machen und dann gucken und abwarten, dass Barry hier eintrudelt. Bis dahin. Ciao, ciao.